Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Meckermauz und hier in meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Nähen lernen. Heute will ich mit euch Adventskalender-Säckchen nähen, denn was gibt es Schöneres als selbstgebastelte Dinge? Sie zeigen dem Geschenken, dass man ihn gerne hat und der Kalender kann im nächsten Jahr einfach wieder befüllt und verwendet werden. Meckermauz Sewing – Nähen mit der Mauz. Für einen Adventskalender schneidet ihr euch 24 Rechtecke in der Größe von 13 x 32 cm aus. Ich habe hier gleich mehrere Stofflagen übereinander gelegt, um Zeit zu sparen. Dann versäubert ihr die langen Kanten der Rechtecke. Faltet euch das Rechteck in der Mitte der langen Seite und markiert euch an der offenen Kante 5 cm nach unten und 1 cm nach innen auf beiden Seiten. Schneidet die Markierung bis zum Strich. Bügelt dann die eingeschnittenen Teile nach innen. Diese werden später hier und hier abgesteppt. Um uns das Feststecken zu sparen, bügeln wir aber die nächste Naht auch gleich. Dazu falten wir hier ca. 1 cm um und dann nochmal bis zu diesem Knick. Das wird die andere Naht. Näht jetzt alle eingeschnittenen Kanten. Faltet euch die vorgebügelte Schlaufe und näht sie. Verriegelt dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Haltet zudem am Anfang den Faden, damit es kein Fadengewirr gibt. Die Schlaufe sollte dabei bündig abschließen mit dem Einschnitt. Jetzt werden noch die Seitennähte genäht. Dabei müsst ihr genau hier an der Kante mit dem Nähen beginnen. Verriegelt dabei wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Wendet dann das Säckchen auf rechts und formt die Ecken schön aus. Ich platziere nun meine Adventskalender-Plotter-Datei und bügle sie auf das Säckchen. Ich verlinke euch die Datei unten in der Beschreibung. Zum Schluss müssen noch 2 Bänder eingezogen werden. Ich habe pro Seite ca. 50 cm gewählt. Verödet zuerst die Kanten, falls euer Band aus Kunststoff ist, und ausfranst. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel eine Kordel verwenden. Mit einer Sicherheitsnadel fädle ich das Band durch die Schlaufen und verknote die Enden. Achte dabei darauf, dass sich die Bänder nicht verdrehen.
Fädle dann das zweite Band genauso auf der gegenüberliegenden Seite durch die Schlaufen und verknote wieder die Enden. Fertig ist das Säckchen. Jetzt können die Säckchen nach Belieben befüllt werden und auf ein Gestell gehängt werden oder zum Beispiel in eine schöne Box gelegt werden. Wenn ihr noch mehr Weihnachtsideen sehen wollt, dann schaut unbedingt nächsten Dienstag wieder vorbei zu einem neuen Weihnachtsnäh-Video. Gebt mir doch noch einen Kommentar und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!